Hallo miteinander. In diesem Video zeigen wir euch, wie man einen sogenannten Field Strip bei einer Canik TP9 Combat Executive macht. Da vorab zum Sagen, dass die Combat Executive Serie der Field Strip anders durchgeführt wird als bei der klassischen TP9 Serie. Wie immer als erstes sicherstellen, dass sie nicht geladen ist, sprich, wir nehmen mal das Magazin raus und kontrollieren die Kamera, dass sie leer ist. Jetzt, um den Schlitten zu demontieren, muss der Abschussmechanismus entspannt sein. Also, wir kontrollieren nochmal schnell. Ist leer, ist gut. Dann entspannen wir den Mechanismus, indem wir halt den Abzug betätigen. Und jetzt drücken wir den Hebel hier, der auf der linken und der rechten Seite vorhanden ist, gegen oben drücken. Man wird das Klicken hören, der Schlitten bewegt sich ein bisschen gegen vorne, alles gut. Jetzt kann man den noch weiter nach vorne bewegen. Man wird das zweites Klicken hören, das ist auch okay. Und sobald man da über die Führung ist, über die Metallführung ist, kann man den Schlitten auf die rechte Seite abkippen. Die Rückschlagsfedern, die haben relativ streng bei diesem Modell. Da wird man die müssen leicht reindrücken und dann anlupfen, damit man sie nachher ausfädeln kann. Und um den Lauf rauszunehmen, müssen wir zuerst den Gewindschutz wegnehmen. Das macht man, indem man ihn im Gegenuhrzeigersinn wegdrehen tut. Das geht meistens von Hand und sonst hat es extra eine Sechskantkerbung, damit man einen Schlüssel zur Hilfe nehmen kann, wie zum Beispiel der im Lieferumfang dabei ist. Sobald er gelöst ist, geht es üblich weiter. Man lupft die Kamera ein bisschen auf, schiebt den Lauf ein bisschen nach vorne, tut ihn anwinkeln und dann kann man ihn rausfädeln. Und so nimmt man die Pistolen auseinander. Um sie wieder zusammenzutun, fangen wir wieder damit an, indem man den Lauf in den Schlitten einfädeln tut. Das geht schlussendlich auch nur auf eine Art, also nicht viel, was man falsch machen kann. Angewinkelt rein tun, ablegen, nach hinten bewegen, schauen, dass er schön in Position ist. Bei den Rückschlagsfedern ist die Vorderseite, die schwarz ist, die kommt vorne und der Hinterteil, der silbrig ist, der kommt hinten. Und zwar kommt der Hinterteil da in die Kerbung hinein. Jetzt fangen wir an, indem wir da einfach den mal da einfädeln. Und jetzt am besten so mit dem Daumen nach vorne und nach unten drücken. Und dann einfach sicherstellen, dass sie schön gerade ist. Jetzt tun wir den Gewindschutz wieder auf. Zuerst haben wir es ja im Gegenuhrzeigersinn weggenommen, also sprich jetzt im Uhrzeigersinn muss man es wieder anziehen. So. Und jetzt, um den Schlitten wieder auf das Griffstock drauf zu tun, tut man wieder eigentlich schauen, dass man da ansetzen tut, ein bisschen vorhalb von diesen Führungen da. Und den kann man normalerweise einfach von gerade oben ablegen. Etwa ab dieser Position da. So, wenn er schön drauf ist, bewegen wir den ganzen nach hinten. Es klickt, es rastet ein. Da jetzt einfach sicherstellen, dass auf beiden Seiten der Hebel ganz nach oben ist, damit der Schlitten auch wirklich heben tut. Und so baut man sie wieder zusammen. Vielen Dank fürs Schauen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.